AmbiHome bietet eine vollwertige KNX-Lösung, die Plug-and-Play und ohne Expertenwissen geplant und installiert wird und unmittelbar funktioniert. Bei den benutzten Komponenten setzt AmbiHome primär auf eigenentwickelte Komponenten sowie ausgewählte Produkte von Markenherstellern. In den folgenden Videos werden diese näher vorgestellt. Ausführliche Informationen entnehmen Sie darüber hinaus den jeweiligen Datenblättern. Der AmbiHome 6-fach-Schaltaktor ist ein rein Einbaugerät und schaltet bis zu 6 Verbraucher unabhängig voneinander. Jeder Ausgang wird über ein bistabiles 16-Ampere-Relais geschaltet und kann zusätzlich über einen Taster am Aktor per Handbedienung betätigt werden. Der 6-fach-Schaltaktor wird eingesetzt, wenn bei der Beleuchtung eine zentrale KNX-Verkabelung geplant ist. Der AmbiHome 2-fach-Schaltaktor ist ein Unterputzgerät und vereint eine Tasterschnittstelle, zwei 10-Ampere-Aktoren und optional einen externen Temperatursensor in einem kompakten Gehäuse. Der Aktor schaltet bis zu 2 Verbraucher unabhängig voneinander. Jeder Ausgang wird über ein monostabiles 10-Ampere-Relais geschaltet. Der Zweifach-Schaltaktor hat 4 Eingänge, um Zustandsänderungen von Tastern sowie Tür- und Fensterkontakten zu erkennen und abhängig von der Parametrierung als Telegramm auf den KNX-Bus zu senden. Die Eingänge können als Ausgang parametriert werden, um eine LED zum Beispiel für Kontrolltaster anzusteuern. Der Schaltaktor ist zum Einsatz in Elektronikdosen in Innenräumen vorgesehen und wird eingesetzt, wenn bei der Beleuchtung eine dezentrale KNX-Verkabelung geplant ist. Für die Einbindung schaltbarer Steckdosen existiert ein entsprechender Einfachaktor mit einem bistabilen 16-Ampere-Relais, der ansonsten über die gleichen Abmessungen und Spezifikationen wie der Zweifachaktor verfügt. Der AmbiHome KNX Jalousie-Aktor vereint eine Tasterschnittstelle, einen Jalousie- bzw. Rollladenaktor sowie optional einen externen Temperatursensor in einem kompakten Unterputzgehäuse. Der Jalousie-Aktor hat 4 Eingänge, um Zustandsänderungen von Tastern sowie Tür- und Fensterkontakten zu erkennen und abhängig von der Parametrierung als Telegramm auf den KNX-Bus zu senden. Die Eingänge können als Ausgang parametriert werden, um eine LED zum Beispiel für Kontrolltaster anzusteuern. Der Jalousie-Aktor wird eingesetzt, wenn bei der Verschattungssteuerung eine dezentrale Verkabelung geplant ist. Er wird in Elektronikdosen oder Unterputzdosen mit Blinddeckel montiert und darf nur in trockenen Innenräumen verwendet werden. Die AmbiHome KNX Tasterschnittstelle verfügt über 8 Eingänge, um Zustandsänderungen von Tastern sowie Tür- und Fensterkontakten zu erkennen und abhängig von der Parametrierung als Telegramm auf den KNX-Bus zu senden. Jeder Eingang kann als Ausgang parametriert werden, um eine LED zum Beispiel für Kontrolltaster anzusteuern. Optional kann ein externer Temperatursensor angeschlossen werden. Aufgrund der kompakten Maße kann die KNX-Tasterschnittstelle hinter den Tastern in einer herkömmlich tiefen Unterputzdose eingebaut werden. Der AmbiHome KNX Multisensor erfasst in einem Gerät Temperatur, Bewegung, Helligkeit und Feuchtigkeit im jeweiligen Raum. Zusätzlich verfügt er über einen Eingang zum Anschluss eines Brandmelders mit potenzialfreiem Ausgang. An zentraler Stelle im jeweils eingebundenen Raum positioniert, erfasst er die entsprechenden Informationen und stellt diese dem KNX-System zur Verfügung. Der KNX-Multisensor ist zum Einsatz in Einbau- und Abzweigdosen mit einer Auslassöffnung von 60 mm vorgesehen. Das Gerät wird magnetisch an den Schrauben der Einbaudose befestigt und lässt sich so sehr leicht installieren. Die Controlbox ist das Herzstück einer jeden AmbiHome-Anlage. Sie stellt unter anderem die Visualisierung bereit. Wenn eine Internetverbindung anliegt, kann die Visualisierung auch über eine gesicherte VPN-Verbindung auch außerhalb des Hauses bzw. der Wohnung erreicht werden. Der Aufruf erfolgt nach Eingabe des Benutzernamens und des Passworts. Über die Internetverbindung werden zudem Alarmierungsfunktionen bereitgestellt. Beispielsweise kann gemeldet werden, wenn ein Fenster unberechtigt geöffnet wurde. Hierfür müssen Read-Kontakte in den Fenstern vorliegen. Wenn der Bewohner nicht möchte, dass sein System über das Internet erreichbar ist, kann er die VPN-Verbindung deaktivieren, indem er den VPN-Knopf an der Controlbox drückt. Das System ist dann nur noch im internen Netzwerk zu erreichen.
Die Controlbox ermöglicht eine Fernwartung und das Update des gesamten KNX-Systems, beispielsweise die Umprogrammierung von Tastern. Weitere Informationen entnehmen Sie den jeweiligen Datenblättern.